Pass jetzt genau auf, denn wir fangen sofort an. Und als erstes schneiden wir die Stiele von 8 Guajillo Chilis ab. Die Samen kannst du einfach in den Chilischoten lassen. Die Guajillo Chilis werden unserem Chiliöl ein sehr leckeres Beerenaroma verleihen. Heute zeige ich dir 4 unterschiedliche Chiliölrezepte mit mexikanischen Chilis. Wenn du mehr über den Geschmack, Schärfe oder generellen Eigenschaften dieser Chilis lernen möchtest, würde ich dir mehr Infos dazu in der Infobox lassen. Als nächstes mache ich dasselbe mit 6 Chipotle Chilis. Chipotle Chilis sind geräucherte Jalapenos und diese rauchigen Noten in Verbindung mit dem Beerengeschmack der Guajillo Chilis werden ein Chiliöl ergeben, so wie du es noch nie probiert hast. Wenn ich soweit bin, stelle ich einen Topf mit ungefähr 3,5 Tassen Öl auf mittlere Hitze auf und gebe die Chilischoten dazu. Wichtig wäre ein hocherhitzbares, geschmackneutrales Öl zu verwenden. Ich nehme sehr gerne Erdnussöl, da es einen sehr hohen Rauchpunkt hat, sodass es sich danach auch sehr gut als Bratöl eignet. Da diese beiden Chilis eine sehr milde Schärfe haben und ich mein Öl etwas schärfer mag, werde ich noch einen kleinen Handvoll Chili de Árbol dazugeben. Diese Chilis haben eine Cayenne-ähnliche Geschmacksrichtung und sie dazu zu geben ist optional, da sie wesentlich schärfer sind. Optional, aber was ich immer sehr gerne mache, ist einen kleinen Handvoll Erdnüsse oder Mandeln hinzuzufügen. Das wird eine weitere Geschmacksebene ins Chiliöl bringen, die das Aroma der Chilis sehr gut ergänzt. Jetzt musst du einfach aufpassen, denn die Chilis brauchen nicht so lange im Öl, weil sie ansonsten bitter werden können. Wenn sie dunkler werden und das Aroma im Raum gut wahrgenommen werden kann, ist es soweit. Ich würde sagen, 3 bis 5 Minuten reichen vollkommen aus. Allerspätestens nach 5 Minuten hole ich alles mit der Kelle heraus, aber hebe alles auf, denn wir werden diese Chilis und Nüssen noch verwenden. Wir sind aber mit unserer Grundinfusion noch nicht fertig. Nachdem ich die Chilis rausgeholt habe, drehe ich die Hitze auf niedrige Stufe runter und füge 6 Knoblauchzehen hinzu, die ich im Voraus mit dem Messer etwas gequetscht habe. Und wenn der Knoblauch anfängt, die Farbe zu wechseln, kannst du die Hitze komplett ausschalten und einen Tee-Ei mit einem Esslöffel Sesamsamen ins Öl dazugeben. Jetzt heißt genau aufpassen, denn sofort nachdem der Knobi durch die Resthitze goldbraun ist, stellst du den Topf zum Abkühlen zur Seite und holst den Knoblauch und den Sesam heraus. Nachdem das Öl abgekühlt ist, kannst du es durch einen feinen Sieb säen. Diese Infusion hat ein unglaubliches Aroma und bereits jede Menge Schärfe und Geschmack. Aus diesem Grund Chiliöl werden wir 3 unterschiedliche Chiliölrezepte zubereiten. Als erstes mache ich ein super leckeres Öl zum Würzen von Salaten und Pastagerichten. Dafür gebe ich ein paar Chile de Árbol Schoten sowie grob geschnittene Scheiben der anderen beiden Chilis in eine Flasche hinein und danach fülle ich ungefähr 1/3 der Flasche mit unserem grandiosen Chiliöl. Und wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, unterstütze mich bitte mit einem Like. Der Rest der Flasche fülle ich mit einem guten Olivenöl und mische alles gut durch. Dieses Öl passt extrem gut zu allen Kaltgerichten und wenn du es auf den Tisch servierst, werden dich alle nach dem Rezept fragen. Als nächstes bereiten wir ein extrem leckeres Bratöl zu. An sich könntest du das Grund-Chiliöl, so wie es jetzt ist, bereits zum Braten wunderbar verwenden. Glaub mir, es hat jede Menge Geschmack und ist hoch erhitzbar. Was ich dir aber auf jeden Fall empfehle, ist den Geschmack mit dem Aroma von Annatto-Samen zu verfeinern. Diese Samen werden eine sehr leckere, leicht erdig-bittere Note ins Öl bringen, sowie jede Menge Farbe. Du musst einfach ungefähr eine Tasse Öl und einen Esslöffel Annatto-Samen nochmal in den Topf geben und die Hitze auf mittlere Stufe stellen. Sobald die Samen anfangen Farbe abzugeben, machst du die Hitze aus und nach ungefähr 5 Minuten hat das Öl die Farbe und Aromen angenommen und kann zum Abkühlen zur Seite gestellt werden. Dieses Öl eignet sich super, um alle Fleischarten zu braten bzw. würzen und bringt jede Menge Farbe in deine Gerichte. Jedes Mal, dass ich es zubereite, ist es extrem flott alle. Nun möchte ich euch aber endlich das beliebteste Chiliöl Mexikos beibringen. Die Salsa Macha ist etwas zwischen einem Chiliöl und einer Salsa und wenn du es einmal probierst, wirst du einfach süchtig danach werden. Und nach unserer Vorarbeit ist die Zubereitung nun extrem leicht. Wir werfen einfach alle restlichen Feststoffe in den Küchenzerkleinerer oder Mixer hinein und hinzu kommt der Rest unseres Chiliöls, also ungefähr 1,5 Tasse. Als nächstes fügen wir einen Esslöffel Apfelessig und einen Teelöffel Oregano hinzu. Anschließend kannst du einen gehäuften Teelöffel Salz dazugeben, aber wenn du gesalzene Erdnüsse benutzt hast, musst du vielleicht ein bisschen weniger dazugeben. Danach mixen wir alles impulsweise ein paar Mal und fertig.
Die Salsa Macha oder mexikanisches Chiliöl soll jede Menge Textur haben. In Mexiko wird sie gerne genommen, um allen möglichen Fleischgerichten zu würzen. Diese scharfe Chiliöle werden deine Rezepte auf den nächsten Level bringen, denn Chili ist ein essentieller Bestandteil der mexikanischen Küche und in Mexiko hat man jede Menge mega leckeren scharfen Soßen perfektioniert. Wenn du mehr von diesen Soßen beigebracht haben möchtest, ist die Playlist auf der linken Seite genau dein Ding.